1963, Los Angeles. Charles Whitman, ein vorbildlicher Bürger, ehemaliger Marinesoldat, Student der Architektur, liebevoller Ehemann. Die Nachbarn halten ihn für einen netten und höflichen Mann. Am 1. August 1966 tötet er seine Frau und seine Mutter, dann steigt er mit einem Gewehr auf den Turm der Universität von Texas und eröffnet das Feuer. In 1,5 Stunden tötet er 14 Menschen, verwundet 31. Polizeischarfschützen erschießen ihn vor Ort. In seiner Tasche finden sie einen Zettel. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Nach einer ernsthaften Selbstanalyse bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ich ein Opfer vieler ungewöhnlicher und irrationaler Gedanken geworden bin. Er bittet darum, nach seinem Tod eine Obduktion seines Gehirns durchzuführen. Vielleicht finden sie die Ursache. Und die Ursache wird gefunden. Ein walnussgroßer Tumor drückt auf die Amygdala, den Bereich des Gehirns, der Angst und Aggression kontrolliert. Der Tumor ist monatelang gewachsen und hat allmählich einen guten Familienvater in einen Mörder verwandelt. Und was bedeutet das? War Whitman für seine Taten verantwortlich oder war der Tumor der Mörder? Hier ist ein anderes Beispiel. Sie waren sicher schon mal in einer solchen Situation. Sie stehen im Laden vor dem Obststand und kämpfen mit dem Verlangen, etwas Süßes zu kaufen statt eines Apfels. Es scheint, als läge die Entscheidung ganz bei ihnen. Aber was, wenn Wissenschaftler ihre Wahl 10 Sekunden vorhersagen können, bevor sie selbstbewusst wahrnehmen, einfach durch das Beobachten der Neuronenaktivität in ihrem Gehirn? Solche Experimente wurden bereits durchgeführt und ja, das Gehirn entscheidet früher, als sie davon erfahren. 1983 schloss der Neurobiologe Benjamin Libet Menschen an ein Elektroenzephalogramm an und bat sie, zu einem beliebigen Zeitpunkt eine Taste zu drücken, wann immer sie wollten. Sie sollten auf einer Uhr markieren, wann sie den Wunsch verspürten, die Taste zu drücken. Das Ergebnis war schockierend. Das Gehirn der Probanden zeigte ein Bereitschaftspotenzial 300 Millisekunden, bevor sie dachten, eine Entscheidung getroffen zu haben. Die bewusste Absicht erwies sich als bloße, verspätete Illusion. 40 Jahre sind vergangen, aber die Diskussionen darüber ebben nicht ab. Manche sagen, wir haben endlich bewiesen, dass es keinen freien Willen gibt. Andere wenden ein, das Drücken einer Taste ist doch keine echte Wahl, sondern nur ein motorischer Reflex. Die Experimente werden komplexer. Jetzt untersucht man nicht nur Tasten, sondern komplexe Entscheidungen. In Fahrsimulationen, vor Bungee-Sprüngen und bei der Auswahl von Wohltätigkeitsorganisationen, aber das Ergebnis bleibt dasselbe. Die Gehirnaktivität geht der bewussten Wahl voraus. Was stellen wir also dar? Sind wir biologische Maschinen mit automatischen Entscheidungen oder freie Persönlichkeiten, die bewusst Entscheidungen treffen? Willkommen im unbequemsten Bereich der Wissenschaft. Wenn jemand mit Rückstand startet, ist das auf lange Sicht nicht wichtig. Das Glück gleicht sich mit der Zeit aus. Das ist eine sehr beliebte Ansicht. Einstein arbeitete als Angestellter im Patentamt für ein paar Pfennige und dachte daran, mit dem Versicherungsverkauf zu beginnen. Seine Relativitätstheorie veröffentlichte er auf eigenes Risiko, ohne wissenschaftliche Stellung. Carnegie wurde in eine arme Weberfamilie hineingeboren und schuftete 12 Stunden täglich in der Fabrik für $1 pro Woche und wurde einer der reichsten Menschen des 19. Jahrhunderts. Schöne Geschichten. Wir sehen solche oft im Kino und lesen sie in Büchern, aber die Wahrheit ist, dass sie außerordentlich selten sind. Wissenschaftler verfolgten das Leben von 50.000 Kindern von der Geburt bis zum 40. Lebensjahr. Das Ergebnis war hart. Wenn ein Kind in eine arme Familie hineingeboren wird, betragen seine Chancen, reich zu werden, 7%. Wenn es in eine reiche Familie hineingeboren wird, 60%. Noch schlimmer ist es mit der Bildung. Kinder aus Familien, in denen die Eltern die Schule nicht beendet haben, erhalten in 11% der Fälle einen Universitätsabschluss. Aus Familien mit Hochschulbildung fast 6-mal häufiger. Aber es geht nicht nur um Geld. Stress durch Armut verändert buchstäblich das Gehirn. Bei Kindern aus benachteiligten Familien ist der Hippocampus um 10% kleiner. Das ist der Bereich, der für Gedächtnis und Lernen verantwortlich ist. Ihr Stirnlappen, derselbe, der Impulse kontrolliert, reift langsamer. Aber hier ist das Paradoxon. Dieselben Menschen, die die genetische und soziale Lotterie gewonnen haben, denken oft, dass sie alles selbst erreicht haben. Reiche halten Armut doppelt so oft für das Ergebnis von Faulheit. Erfolgreiche Studenten sind überzeugt, dass sie durch Fleiß an die Universität gekommen sind, nicht durch Privilegien. Psychologen nennen dies den fundamentalen Attributionsfehler. Wir erklären unsere eigenen Erfolge mit dem Charakter und Misserfolge mit den Umständen. Aber was, wenn wir tiefer graben? Was, wenn auch der Charakter selbst nicht unsere Wahl ist? Stellen Sie sich 2 Jungen vor. Beide werden am selben Tag im selben Krankenhaus geboren. Der erste hat ruhige Eltern mit stabiler Arbeit. Sie leben in einem modernen Haus in einem wohlhabenden Viertel. Der zweite hat alkoholkranke Eltern, zu Hause herrscht Gewalt und das Wasser fließt aus Bleirohren. Der erste liest mit 5 Jahren Bücher. Der zweite sieht zu, wie der Vater die Mutter schlägt. Der erste löst mit 15 Jahren mathematische Aufgaben, der zweite verkauft Drogen, um die Familie zu ernähren. 20 Jahre später ist der erste ein Arzt, der Leben rettet. Der zweite sitzt wegen Drogenhandels im Gefängnis. Die Gesellschaft urteilt eindeutig. Der eine wählte das Gute, der andere das Böse, aber wählt ein 5-jähriges Kind etwa seine Familie? Kontrolliert ein Jugendlicher den Bleigehalt im Blut, der den IQ um 10 Punkte senkt?
Der Neurobiologe Robert Sapolsky verbrachte 30 Jahre damit, Verhalten zu studieren. Seine Schlussfolgerung ist unerbitterlich: Freier Wille existiert nicht. Wir sind ein Produkt aus Genen, Umwelt und Zufall und wir haben keine Kontrolle über keinen dieser Faktoren. Aber halt, wenn das wahr ist, dann bricht unser gesamtes Rechtssystem zusammen. Warum Verbrecher einsperren, wenn sie nicht schuld sind? Warum Helden loben, wenn es nicht ihr Verdienst ist? Und vor allem, warum überhaupt etwas tun, wenn alles vorbestimmt ist? Ehrlich gesagt, ich habe lange gezögert, mich damit auseinanderzusetzen, weil bei manchen Fragen einfach eine Gänsehaut aufkommt. Das schreibt Sapolsky selbst in seinem Buch Determined: A Science of Life Without Free Will. Das bedeutet es, zu dem Schluss zu kommen, dass freier Wille nicht existiert. Ich bin schon sehr, sehr lange zu diesem Schluss gekommen. Aber selbst ich denke, dass es völliger Wahnsinn zu sein scheint, dies ernst zu nehmen. Ob Sie die nächste Stunde in völligem Wahnsinn verbringen, die Wahl liegt bei Ihnen. Ich bin Sascha und das ist Homo Deus. Stellen Sie sich vor, man setzt Sie vor zwei Knöpfe. Man teilt Ihnen mit, dass von Ihrer Wahl Tausende von Leben abhängen. Aber Sie wissen nicht, was genau Sie wählen. Wie in der Serie Severance. Wählen Sie, sagt man Ihnen. Sie bilden eine Absicht und drücken einen der Knöpfe. Warum genau diesen und nicht den anderen? Niemand behauptet, dass die Moleküle Ihres Körpers plötzlich Ihre Hand stoßen und Sie zwingen, eine Wahl zu treffen. Die Frage ist tiefer. Warum haben Sie genau diesen Knopf gewählt? Ich habe bereits das Experiment von Libet und seinen Nachfolgern erwähnt. Neurobiologen streiten bis heute darüber, wann genau das Gehirn eine Entscheidung trifft. 300 Millisekunden vor dem Bewusstwerden oder sogar 10 Sekunden davor. Aber all diese Sekunden haben nichts mit der Hauptfrage zu tun: Woher kommt der Wunsch selbst? Schauen wir uns an, was in den Sekunden und Minuten davor passiert. Welche sensorische Information, die ins Gehirn gelangte, half Ihnen bei der Wahl? Die Antwort kann offensichtlich sein. Ich drückte den Knopf, weil ich eine Pistole sah, die auf mein Gesicht gerichtet war, aber oft ist nicht alles so einfach. Nehmen wir ein Experiment aus dem Jahr 2011. Stellen Sie sich einen Raum mit unangenehmem Geruch vor. Menschen sitzen und füllen Fragebögen über ihre Einstellung zu verschiedenen Gruppen aus. Was passiert? Bei schlechtem Geruch wird die Einstellung zu Schwulen merklich schlechter. Sowohl bei Konservativen als auch bei Liberalen. Man könnte meinen, ja, schlechter Geruch würde die Einstellung zu allem verschlechtern, aber nein. Die Einstellung zu Lesben, älteren Menschen und Afroamerikanern ändert sich nicht. Nur gegenüber schwulen Männern werden die Menschen weniger wohlwollend. Hier ist noch ein Experiment. Ich empfehle, Tee und Essen beiseite zu stellen. Ich habe Sie gewarnt. Die Menschen werden in zwei Gruppen geteilt. Die erste hält einfach die Hand in eiskaltes Wasser. Unangenehm, aber erträglich. Die zweite Gruppe taucht die Hand in eine Flüssigkeit, die Erbrochenes imitiert. Es sieht widerlich aus und verursacht echten Ekel. Danach werden den Teilnehmern verschiedene Verstöße gegen soziale Normen beschrieben und sie werden gebeten, eine Strafe zu verhängen. Ein Teil der Geschichten betrifft Verstöße gegen Reinheit. Zum Beispiel hat jemand den Toilettenboden mit einer fremden Zahnbürste geschrubbt oder eine Person in einen Mülleimer gestoßen. Andere Geschichten beschreiben Verstöße, die nichts mit Reinheit zu tun haben. Zum Beispiel hat jemand ein Auto mit einem Schlüssel zerkratzt. Die Ergebnisse sind aufschlussreich. Menschen, die physischen Ekel durch den Kontakt mit der erbrochenen Masse erlebten, verhängen viel härtere Strafen für Verstöße gegen Reinheit. Diejenigen, die ihre Hand in kaltes Wasser hielten, zeigen keine solchen Strenge. Der Kontext verändert unsere moralischen Urteile tiefgreifend. Schuld ist die Inselrinde des Gehirns. Bei Säugetieren wird sie beim Kontakt mit verdorbener Nahrung aktiviert. Diese Funktion bildete sich vor etwa 100 Millionen Jahren heraus und viel später, vor nur wenigen 10.000 Jahren, erfanden die Menschen den Begriff der Moral. Nach evolutionären Maßstäben ist zu wenig Zeit vergangen, um einen neuen Gehirnbereich zu bilden. Deshalb fügte die Evolution den moralischen Ekel zu den Funktionen der Inselrinde hinzu. Die Neuronen unterscheiden nicht zwischen widerlichen Gerüchen und widerlichem Verhalten. Auf unsere Entscheidungen wirkt auch Schönheit. Attraktive Menschen gelten als ehrlicher und kompetenter. Sie werden öfter gewählt, bekommen mehr Geld, werden weniger bestraft. Studien zeigten, dass derselbe Gehirnbereich, die orbitofrontale Rinde, sowohl bei der Bewertung von Schönheit als auch bei der Bewertung von Sittlichkeit aktiviert wurde. Interessant ist auch der Macbeth-Effekt. Nach dem Geständnis einer unethischen Tat waschen sich Menschen öfter die Hände oder verwenden Desinfektionsmittel. Wenn sie mündlich gelogen haben, bevorzugen sie Mundspülung, wenn schriftlich Handdesinfektionsmittel.
Die Neuronen glauben, dass Lügen buchstäblich den Mund oder die Hände beschmutzt. Auf Entscheidungen wirken auch körperliche Empfindungen. Hungrige Richter genehmigen seltener Anträge auf vorzeitige Entlassung. Wenn den Probanden vor der Bewertung widerlicher Verstöße Ingwer gegeben wurde, der den Magen beruhigt, wurden sie nachsichtiger. Kehren wir zu unserem Experiment zurück, bei dem Sie eine Wahl treffen und einen Knopf drücken müssten. Lassen Sie uns überlegen, was passiert in den Minuten und Tagen davor? In Ihrem Blut zirkulieren ununterbrochen Hormone, zum Beispiel Testosteron. Es ist ein Mythos, dass Testosteron direkt Aggression provoziert, aber trotzdem werden Sie mit erhöhtem Testosteronspiegel selbstbewusster in Spielen, kooperieren seltener, gehen mehr Risiken ein und zeigen weniger Empathie. Neutrale Gesichtsausdrücke beginnen aggressiver zu wirken. Der Testosteronspiegel hängt von der Tageszeit, Krankheiten, Verletzungen, Streit, Sex ab. Die Empfindlichkeit des Gehirns dafür unterscheidet sich auch. Die Anzahl der Rezeptoren kann bei verschiedenen Menschen um das 10-fache variieren. Um das 10-fache. Aber warum? Wegen der Gene, der vorgeburtlichen Entwicklung und der äußeren Bedingungen. Ein anderes Hormon, Oxytocin, ist für seine sozialen Effekte bekannt. Es stärkt die Bindung zwischen Mutter und Baby und macht Menschen ruhiger. Mit ihm zeigen sie mehr Großzügigkeit und Vertrauen. Aber es gibt eine Nuance. Oxytocin macht uns nur gegenüber den unseren freundlicher. In einem Experiment in den Niederlanden opferten die Probanden mit seiner Hilfe bereitwilliger eine Person mit deutschem oder nahöstlichem Namen als mit holländischem. Oxytocin verstärkt die Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe, aber auch die Aggression gegenüber Fremden. Stresshormone beeinflussen ebenfalls das Verhalten, sie entziehen Energie aus den Körperreserven, erhöhen Blutdruck und Puls, unterdrücken die Fortpflanzungsfunktion. Im Gehirn erregen sie die Amygdala und unterdrücken den Stirnlappen, was Urteile impulsiver und Empathie schwächer macht. Ich habe nur 3 Klassen von Hormonen als Beispiel angeführt, die das Verhalten beeinflussen, aber es gibt 75 und jedes beeinflusst unmerklich Ihr Gehirn und bestimmt Ihre Handlungen. Hormone verändern das Gehirn innerhalb von Minuten und Stunden, aber die wirklichen Veränderungen geschehen über Wochen und Jahre. Das nennt sich Neuroplastizität. Hier ist übrigens eine ganze Sendung darüber. Langzeiterfahrung verändert Ihr Gehirn strukturell. Die Erregbarkeit der Synapsen steigt. Neue Verbindungen bilden sich. Dendriten wachsen. Manche Neuronen sterben, andere werden geboren. Gehirnbereiche können so stark wachsen oder atrophieren, dass es auf der Tomographie sichtbar wird. Bei posttraumatischem Stress vergrößert sich die Amygdala, die Anzahl der Synapsen steigt, die Schwelle für Angst und Aggression sinkt. Depression verkleinert den Hippocampus und beeinträchtigt Lernen und Gedächtnis. Sport oder eine reiche Umgebung vergrößern dagegen den Hippocampus. Erfahrung verändert nicht nur das Gehirn. Chronischer Stress lässt die Nebennieren mehr Glucocorticoide produzieren. Bei jungen Vätern sinkt der Testosteronspiegel umso stärker, je Aufmerksamkeit sie dem Kind widmen. Sogar Darmbakterien beeinflussen das Verhalten. Im Darm gibt es mehr Bakterien als Zellen im Körper und sie wirken auf Appetit, Genexpression in Neuronen und unsere Neigung zu Ängstlichkeit. Sie könnten einwenden, aber wir sind doch erwachsene Menschen und können das kontrollieren. Bluttests machen, Salat statt Chips essen, joggen gehen und den Kanal abonnieren, damit das Gehirn mehr neues Wissen bekommt. Okay, nehmen wir das an, aber machen wir erst eine kleine Reise in die Vergangenheit. Da sind Sie ein Teenager. Ihr Gehirn ist fast vollständig ausgebildet, aber ein Bereich, der Stirnlappen, wird noch etwa 10 Jahre reifen. Er ist verantwortlich für exekutive Funktionen, Planung, Impulskontrolle und Emotionsregulation. Bei Teenagern gibt es im Stirnlappen mehr Synapsen als bei Erwachsenen. Allmählich werden überflüssige Verbindungen aufgebaut, was die Rinde kompakter macht. Der unreife Stirnlappen erklärt viele Teenager-Eskapaden, besonders vor dem Hintergrund hormoneller Stürme. Aber wichtiger ist, dass in dieser Zeit in dem komplexesten Teil des Gehirns eine grandiose Baustelle läuft. Ihre Teenager-Erfahrung spielt eine unverhältnismäßig große Rolle bei der Formung des Stirnlappens. Und genau mit seiner Hilfe werden sie ihr ganzes restliches Leben lang Entscheidungen treffen. Warum reift der Stirnlappen so langsam? Bei anderen Primaten ist seine Bildung zur Pubertät abgeschlossen. Wir brauchen noch weitere 10 Jahre. Wozu?
Das liegt nicht daran, dass die Rinde komplexer aufgebaut wäre, in ihr gibt es überhaupt wenig Einzigartiges. Die Sache ist, dass menschliche soziale Regeln unglaublich komplex sind. Denken Sie daran, wie viel ein Teenager alles aufnehmen muss, wann es angebracht ist, zum Wohl zu lügen und wann nicht, wie man sich mit verschiedenen Menschen in verschiedenen Situationen verhält, welche Regeln man brechen kann und welche niemals, wann man Emotionen zurückhalten muss und wann man sie ausdrücken soll. Das kann man unmöglich genetisch lernen. Gene können nicht die ganze Vielfalt kultureller Normen aufzeichnen. Wir müssen das alles aus eigener Erfahrung lernen, im Prozess der Sozialisation. Das ist wirklich erstaunlich. Die Evolution hat unser Gehirn bewusst so konstruiert, dass sich der Stirnlappen langsam formt und dabei Erfahrung und Kultur aufsaugt. Als hätte die Natur gesagt, für diesen Teil des Gehirns sollen Gene minimalen Einfluss haben, lass ihn von der Umwelt und Erfahrung geformt werden. Reisen wir noch etwas weiter in die Vergangenheit, in unsere Kindheit. Es findet eine groß angelegte Konstruktion aller Gehirnbereiche statt. Neuronale Netzwerke werden komplexer. Logisches Denken, kognitive Fähigkeiten, Emotionen und Impulskontrolle entwickeln sich. Auf diese Entwicklung wirkt vieles ein. Elterlicher Erziehungsstil, Sozialisation unter Gleichaltrigen, Sicherheit des Viertels, Verfügbarkeit von Büchern und gesunder Nahrung, Kultur schließlich. Besonders wichtig ist die Skala widriger Kindheitserfahrungen. Jeder zusätzliche Punkt auf dieser Skala erhöht die Wahrscheinlichkeit asozialen Verhaltens im Erwachsenenalter um 35%. Sogar so ein Zufall wie der Geburtsmonat kann das Leben beeinflussen. Und ich meine nicht Astrologie. Es ist bewiesen, dass Kinder, die etwas älter als ihre Altersgenossen sind, normalerweise kognitiv besser entwickelt sind. Sie bekommen mehr Aufmerksamkeit von Lehrern und das schafft einen wachsenden Vorteil. All diese Besonderheiten der Kindheit formen das Gehirn des Erwachsenen, aber das sind nur Tendenzen, nicht das Schicksal. Viele Menschen unterscheiden sich im Erwachsenenalter radikal von den Prognosen, die auf ihrer Kindheit basieren. Trotzdem wählen wir nicht die Familie, in die wir hineingeboren werden, und die Eltern und ihre Umgebung beginnen uns schon vor der Geburt zu beeinflussen. In den Organismus des Fötus gelangt alles, was im Blut der Mutter zirkuliert. Hormone, Immunfaktoren, Entzündungsmoleküle, Toxine, Drogen. Überschüssige Glukokortikoide durch Stress der Mutter erhöhen das Risiko für Depression und Ängstlichkeit beim Kind. Erhöhte Androgenspiegel steigern die Neigung zu Aggression, schwacher emotionaler Regulation und Alkoholismus. Hunger der Mutter erhöht das Risiko für kindliche Schizophrenie und Stoffwechselkrankheiten. Kurz gesagt, pränatale Erfahrung ist extrem wichtig und das ist eine echte Lotterie. Wenn Sie die Gebärmutter nicht gewählt haben, dann ist Ihnen der Gensatz erst recht nicht unterworfen. Gene beeinflussen ebenfalls Entscheidungen und zwar interessanter, als Sie denken. Gene kodieren Proteine, die Bausteine des Organismus. Proteine bilden Zeiten verschiedener Typen, schaffen Neurotransmitter und Hormone bilden Enzyme und Rezeptoren. Jedes der etwa 20.000 Gene kodiert ein einzigartiges Protein, aber Gene entscheiden nichts. Zu sagen, dass ein Gen entscheidet, wann es ein Protein synthetisiert, ist dasselbe, als würde man sagen, ein Tortenrezept entscheidet, wann man sie backt. Gene werden durch die Umwelt an- und ausgeschaltet. Erstaunlich, aber Gene machen nur etwa 5% der DNA aus. Die restlichen 95% sind ein komplexes System von Schaltern, die die Genarbeit regulieren. Evolutionäre Veränderungen sind normalerweise bedeutsamer, wenn sie die Schalter verändern, nicht die Gene selbst. Menschen unterscheiden sich in Genvarianten, die das Verhalten beeinflussen. Zum Beispiel sind verschiedene Varianten serotonerger Gene mit Stimmung, Erregung, Impulsivität verbunden. Varianten dopaminerger Gene beeinflussen Belohnung, Motivation, Abhängigkeit, Planung und Aufmerksamkeit. Und außerdem funktionieren dieselben Genvarianten unter verschiedenen Bedingungen unterschiedlich. Eine Variante des Gens, das Serotonin abbaut, erhöht das Risiko antisozialen Verhaltens, aber nur bei grausamer Behandlung in der Kindheit. Eine Variante des Dopaminrezeptors ist mit schwacher Fähigkeit verbunden, Belohnung aufzuschieben, aber nur unter Armutsbedingungen. In unserem Gehirn arbeiten aktiv 16.000 Gene. Jedes Gen hat etwa 250 Punkte möglicher Variationen. Das bedeutet, dass es in Ihrem Gehirn 4 Millionen Stellen gibt, wo sich Ihre Genetik von anderen Menschen unterscheiden kann.
Das bedeutet auch 4 Millionen Möglichkeiten für Gene, die sie nicht gewählt haben, mit einer Kindheit zu interagieren, die sie ebenfalls nicht gewählt haben. Genau diese Lotterie schafft die Grundlage für ihr Lebenspotenzial oder ihre Verwundbarkeit. Kultur formt unsere Absichten tiefer, als wir uns bewusst sind. In jeder Kultur gibt es Wege, Menschen dazu zu bringen, ihre Werte zu verinnerlichen und weiterzugeben. Das heißt, so zu werden wie die Vorfahren. Betrachten Sie den Kontrast zwischen individualistischen und kollektivistischen Kulturen. Amerikaner schätzen Autonomie, persönliche Errungenschaften und individuelle Rechte. Ostasiatische Menschen stellen Harmonie, Interdependenz und Konformismus über alles. Diese Unterschiede zeigen sich in winzigsten Details. Amerikaner verwenden häufiger das Pronomen Ich, definieren sich über den Beruf, nicht über Beziehungen. Ich bin Anwalt, nicht ich bin Elternteil. Ihre Erinnerungen kreisen um Ereignisse. Der Sommer, in dem ich schwimmen lernte. Wenn sie soziale Verbindungen zeichnen, stellen Amerikaner sich selbst in den Mittelpunkt. Menschen aus östlichen Kulturen denken anders. Ihre Erinnerungen konzentrieren sich auf Beziehungen. Der Sommer, in dem wir uns anfreundeten. Wenn sie die Familie zeichnen, malen asiatische Kinder sich als kleinen Teil der Familie und platzieren sich nicht im Zentrum. Das Ziel des Amerikaners ist es, sich hervorzuheben. Das Ziel des Asiaten ist es, nicht aufzufallen. Die Neurobiologie bestätigt diese Unterschiede. Das Dopaminbelohnungssystem wird bei Asiaten beim Anblick eines ruhigen Gesichts aktiviert, bei Amerikanern beim Anblick eines aufgeregten. Als Forscher eine mehrdeutige Szene zeigten, entdeckten sie, dass Asiaten in Millisekunden das ganze Bild als Ganzes speichern, während Amerikaner sich auf die zentrale Figur fokussieren. Wenn man einen Amerikaner bittet, zu erzählen, wie andere ihn beeinflusst haben, steigt sein Stresshormonspiegel. Bei Ostasiaten entsteht Stress, wenn sie von ihrem Einfluss auf andere erzählen. Woher kommen solche Unterschiede? Den amerikanischen Individualismus erklärt man durch die Geschichte der Immigration. Dieser Prozess selektierte Menschen, die bereit waren, ihr Zuhause für ein neues zu verlassen. Sie hatten Erfahrung mit der Erschließung neuer Gebiete. Den ostasiatischen Kollektivismus verbindet man mit der Ökologie des Reisanbaus. 10.000 Jahre kollektive Arbeit zur Schaffung von Terrassen, Bewässerungssystemen und gemeinsamer Ernte. Das bestätigen Studien in Nordchina, wo nicht Reis, sondern Weizen angebaut wird. Die Bewohner dieser Regionen sind genauso individualistisch wie westliche Menschen. Im Experiment gingen Chinesen aus Reisregionen, die auf ihrem Weg ins Café auf ein Hindernis aus Stühlen trafen, darum herum. Menschen aus Weizenregionen schoben die Stühle einfach beiseite. Ökologie beeinflusst sogar religiöse Überzeugungen. Wüstenbewohner schaffen monotheistische Religionen, so hart wie ihre Umgebung. Bewohner tropischer Wälder, umgeben von der Fülle des Lebens, bevorzugen Polytheismus mit vielen Göttern. Die Monotheisten der Wüste erwiesen sich als erfolgreichere Eroberer. Deshalb bekennt sich heute mehr als die Hälfte der Menschheit zu Religionen, die von nahöstlichen Hirten geschaffen wurden. Auch Beschäftigungen beeinflussen kulturelle Normen. Viehzüchter sind besonders verwundbar. Ihre Herden lassen sich leicht stehlen, im Gegensatz zu Reisfeldern. Diese Verwundbarkeit brachte die Kultur der Ehre hervor, mit ihrer übertriebenen Gastfreundschaft gegenüber Fremden, strengen Verhaltenskodizes und grausamer Vergeltung für Beleidigungen. Sogar die Härte kultureller Normen einer Gesellschaft lässt sich durch ihre Geschichte vorhersagen. Gesellschaften, die Kataklysmen durchlebten, formen strengere Normen. Erstaunlich, aber eine Studie von 33 Ländern zeigte, dort, wo vor 500 Jahren Menschen dichter lebten, sind kulturelle Normen auch heute strenger. Aber wie können Ereignisse von vor 500 Jahren moderne Normen beeinflussen? Durch Generationen. Kultur bestimmt, wie Mütter Kinder berühren, welche Rituale durchgeführt werden, welche Mythen und Lieder übertragen werden, über Rache oder Vergebung. Aber selbst bei starkem kulturellem Einfluss ist die individuelle Variabilität enorm. In jeder Kultur werden untypische Persönlichkeiten geboren. Erinnern wir uns an Leo Tolstoi mit seiner radikalen Gewaltlosigkeit im militarisierten Russland. Andrei Sacharow, der gegen das sowjetische System auftrat, oder Nelson Mandela, der nach 27 Jahren Gefängnis Frieden statt Rache wählte. Kultur gibt Tendenzen vor, aber nicht das ganze Schicksal. Was also macht uns zu dem, was wir sind? Robert Sapolsky antwortet selbstbewusst: Uns bestimmt alles das, was früher geschah. Jeder Moment ergibt sich aus allem, was vor ihm war. Der Geruch im Raum, Hormone im Blut, Ereignisse des vorgeburtlichen Lebens, Beschäftigungen ihrer Vorfahren im Jahr 1500. Nichts davon haben sie gewählt oder kontrolliert. In diesem kontinuierlichen Strom von Einflüssen gibt es keinen Platz für freien Willen. Wie der Rechtsgelehrte Pete Elsass treffend bemerkte:
Zwischen Natur und Erziehung blieb keine Lücke, die moralische Verantwortung füllen könnte. Dieser untrennbare Strom erklärt, warum sich Pech oft mit der Zeit multipliziert. Stellen Sie sich eine Person mit einer unglücklichen Genvariante vor, die sie besonders stressempfindlich macht. Ein solches Kind leidet stärker unter widrigen Bedingungen in der Kindheit. Diese frühen Widrigkeiten führen zu einem Leben in einer Umgebung mit weniger Möglichkeiten. Wenn seltene Chancen doch auftreten, hindert die erhöhte Verwundbarkeit daran, sie zu sehen und zu nutzen. Um die Existenz des freien Willens zu beweisen, müsste man ein Neuron finden, das nicht von den umgebenden 80 Milliarden Neuronen beeinflusst wird und außer ihnen von Hormonen, einzigartiger Kindheit, Besonderheiten der vorgeburtlichen Umgebung und einer von Millionen Genomvarianten. Die Wissenschaft kann das einfach nicht leisten. Warum geschieht ein Ereignis? Weil früher etwas passierte. Und warum ist das geschehen? Wegen dem, was davor auch stattfand. Und so bis ins Unendliche, aber das ist kein Absurd. So ist das Universum aufgebaut. Absurd ist es, die Augen vor dieser Untrennbarkeit zu verschließen. Zu denken, wir hätten freien Willen und er existiere, weil irgendwann der Zustand der Welt oder des Stirnlappens oder des Neurons oder des Serotoninmoleküls und so weiter, der dem Verhalten vorausging, aus dem Nichts entstanden ist. Das Universum funktioniert nach Regeln. Alle Ursachen haben Wirkungen. Jeder biologische Zustand wird durch den vorherigen Zustand verursacht. Jahrzehntelang glaubten Wissenschaftler, dass man das Ganze verstehen kann, wenn man ein komplexes System in Teile zerlegt und jeden davon versteht. Wenn ein alter Laptop nicht mehr angeht, öffnet ein erfahrener Techniker das Gehäuse und prüft jede Komponente einzeln. Speicher, Festplatte, Kühlsystem, Hauptplatine. Wenn er einen durchgebrannten Kondensator findet, ersetzt er ihn und der Computer erwacht zum Leben. Das Problem wird durch die Zerlegung eines komplexen Systems in Komponenten gelöst. Aber was, wenn das nicht stimmt? Was, wenn manche Momente nicht durch vorherige bedingt sind? Was, wenn die Zerlegung in Komponenten manchmal einfach nutzlos ist? Ja, so ist es. Im letzten Jahrhundert wurde unser Verständnis vom Universum auf den Kopf gestellt. Es entstanden die Relativitätstheorie, Chaostheorie, Emergenz und Quantenunschärfe. Das war eine wahre Revolution in der Wissenschaft. In den 1960er Jahren lernte der Meteorologe Edward Lorenz vom MIT, das Wetter vorherzusagen. Er erstellte ein Computermodell mit 12 Variablen: Temperatur, Feuchtigkeit und anderen Faktoren. Eines Tages unterbrach er die Arbeit des Programms für das Mittagessen. Als er zurückkam, beschloss er, Zeit zu sparen und startete das Modell nicht vom Anfang, sondern von dem Punkt, wo er aufgehört hatte. Er gab die Werte der 12 Variablen aus dem Ausdruck ein. Was er sah, schockierte ihn. Die neue Prognose begann sich von der vorherigen zu unterscheiden. Mit jeder Iteration wurden die Unterschiede immer deutlicher. Bald wurden die beiden Grafiken völlig verschieden. Lorenz war verwirrt und suchte nach dem Fehler. Er entdeckte, dass der Computer einen der Werte im Ausdruck gerundet hatte. 0,506127 wurde zu 0,506. Eine winzige Abweichung führte zu grundlegend anderen Ergebnissen. So wurde die Chaostheorie geboren. 1972 nannte Lorenz dieses Phänomen den Schmetterlingseffekt. Die Idee, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings einen Tornado verursachen kann. In linearen Systemen führen kleine Abweichungen zu kleinen Folgen. Wenn wir ein Universum nur mit Erde und Mond hätten, könnten wir ihre Position zu jedem Zeitpunkt der Vergangenheit oder Zukunft genau vorhersagen, aber fügen wir ein drittes Element hinzu, die Sonne, und das System wird nicht linear. Die Erde beeinflusst den Mond, was bedeutet, dass die Erde beeinflusst, wie der Mond die Sonne beeinflusst, was beeinflusst, wie die Sonne die Erde beeinflusst. Es entsteht das Dreikörperproblem und die Zukunft wird unvorhersehbar. Wollen Sie gleich jetzt mit Chaos experimentieren? Sie brauchen ein kariertes Blatt Papier und einen Stift. Oder folgen Sie einfach aufmerksam dem Bildschirm. Ich zeige es. Jede Zelle kann leer oder ausgefüllt sein, also 0 oder 1 in der Sprache des Binärcodes. Füllen wir zufällig die erste Reihe. Jetzt füllen wir die zweite Reihe. Dafür brauchen wir eine Regel. Nehmen wir die langweiligste. Wenn die Zelle oben ausgefüllt ist, dann ist die Zelle unten auch ausgefüllt. Wenn oben leer, dann auch unten leer. Wenden wir diese Regel auf die dritte Reihe an, die vierte, fünfte. Wir bekommen eine Reihe trister vertikaler Streifen. Okay, versuchen wir das Gegenteil. Das Ergebnis ist auch vorhersagbar. In beiden Fällen ist alles einfach. Wenn du die erste Reihe kennst, dann kannst du jede folgende vorhersagen. Das klassische lineare Universum. Und jetzt komplizieren wir die Regel etwas. Der Zustand jeder Zelle in der zweiten Reihe hängt von 3 Zellen der ersten Reihe ab, der direkt darüber und den beiden benachbarten.
Die Zelle wird nur dann ausgefüllt, wenn von den 3 Zellen darüber genau eine ausgefüllt ist. Nehmen wir unsere erste Reihe und füllen aus. Wir bekommen diese zweite Reihe. Wenden wir dieselbe Regel an und füllen die dritte Reihe, die vierte, fünfte und so weiter. Wir erhalten folgendes Bild. Es mag scheinen, dass diese Regel genauso einfach ist wie die vorherigen. Tatsächlich nein. Noch etwas mehr und wir werden etwas Unglaubliches sehen, wenden wir unsere Regel auf verschiedene Ausgangszustände an. Zum Beispiel so. Füllen wir die zweite Reihe, die dritte. Wir sehen ein bestimmtes Muster, beschleunigen wir und schauen, was herauskommt. Nach 250 Reihen entsteht dieses Bild. Dieses Fraktal heißt Sierpinski-Dreieck. Sie können selbst mit beliebigen ersten Reihen experimentieren und erstaunliche Muster erhalten oder auch nicht. Wenn Sie zum Beispiel diese erste Reihe nehmen, dann haben Sie schon zur zweiten Reihe nichts mehr auszufüllen. Das Muster erlischt. Manche Ausgangskonfigurationen entwickeln sich zu atemberaubend komplexen Strukturen, andere sterben schnell. Dritte erstarren in langweiligen, sich wiederholenden Mustern. Die biologische Metapher ist hier kein Zufall. Genau solche Muster sehen wir in der lebenden Natur, auf Muschelschalen, in der Färbung von Tieren, in der Struktur von Pflanzen. Hier ein Beispiel. Links eine echte Muschel, rechts ein vom Computer generiertes Muster. Was wir gerade kennengelernt haben, nennt sich zellulärer Automat. Du nimmst eine Reihe von Zellen, wendest eine Fortpflanzungsregel an, erhältst die nächste Generation, wiederholst den Prozess. Unsere Regel, fülle die Zelle nur aus, wenn von den 3 oberen genau eine ausgefüllt ist in der wissenschaftlichen Welt als Regel 22 bekannt. Insgesamt gibt es 256 davon. Die meisten sind langweilig. Manche erzeugen Muster, die sich endlos ohne Veränderung wiederholen, andere erlöschen schon in der zweiten Reihe und nur wenige Regeln erzeugen wirklich komplexe dynamische Strukturen. Regel 22 ist eine der berühmtesten. Ganze Generationen von Wissenschaftlern haben ihre Karrieren auf ihrer Erforschung aufgebaut. Was macht Regel 22 besonders? Je nach Ausgangszustand kann sie 3 Verhaltenstypen hervorbringen. Erster Typ: völliges Erlöschen. Das Muster verschwindet schnell und hinterlässt Leere. Zweiter Typ: Kristallisation. Das System erstarrt in einem regelmäßigen, vorhersagbaren Muster. Dritter Typ: echtes Leben. Das Muster wächst, verzweigt sich, verändert sich. Strukturierte Bereiche wechseln sich mit chaotischen ab. Und hier ist das Erstaunliche. Man kann nicht vorhersagen, wohin ein konkreter Ausgangszustand führt. Willst du wissen, wie die 100. oder 1000. Reihe aussehen wird? Du musst alle Reihen der Reihe nach ausfüllen. Man kann die Regel nicht in Teile zerlegen und das Ergebnis vorhersagen. Herausragende Mathematiker haben es versucht, alle sind gescheitert. Mehr noch, selbst wenn das Muster chaotisch scheint, kann man nicht garantieren, dass es sich nicht nach 1 Million Generationen plötzlich in eine einfache, sich wiederholende Struktur verwandelt. Schauen Sie sich diesen Ausgangszustand an. Er erlischt schon zur 3. Reihe. Und jetzt nehmen wir eine kleine Änderung am Ausgangszustand vor. Füllen nur eine zusätzliche Zelle von 25 aus. Und in das langweilige Muster bricht Leben ein. Biologen würden sagen, eine Mutation in einer Zelle löste eine ganze Kaskade von Veränderungen aus. Mathematiker würden es Empfindlichkeit gegenüber Anfangsbedingungen nennen. Und wenn sie zur Poetik neigen, ein Schmetterling am anderen Ende der Welt schlug mit den Flügeln und veränderte alles. Zelluläre Automaten faszinieren durch ihre Möglichkeiten. Mit ihrer Hilfe kann man biologische Systeme modellieren. Diese Idee entwickelt der bekannte Wissenschaftler Stephen Wolfram. Außerdem kann man sie komplexer machen. Unsere Version war eindimensional, eine Linie von Zellen erzeugt neue Linien, aber es gibt auch zweidimensionale Versionen, dreidimensionale und noch exotischere. Die berühmteste ist Game of Life, erschaffen von Mathematiker John Conway. Hier leben und sterben Zellen auf einem zweidimensionalen Gitter nach einfachen Regeln, aber aus diesen Regeln entsteht komplexestes Verhalten. Zum Beispiel sind das hier Gleiter. Strukturen, die sich über das Feld bewegen wie intelligente Wesen, und das sind Replikatoren. Sie kopieren sich selbst. Aus komplexen Kombinationen kann man logische Gatter und sogar rechnende Computer bauen. Alle Eigenschaften bleiben dieselben. Man kann den zukünftigen Zustand nicht aus dem Anfangszustand vorhersagen. Man muss jeden Schritt modellieren. Verschiedene Ausgangskonfigurationen können zu demselben Ergebnis konvergieren und das System bleibt empfindlich gegenüber kleinsten Veränderungen. Wenn Sie selbst Game of Life spielen wollen, der Link ist in der Beschreibung. Die Chaostheorie stellte unser Verständnis von der Vorhersagbarkeit der Welt auf den Kopf. Sie zeigte, dass selbst einfache Regeln unvorstellbare Komplexität erzeugen können. Diese Entdeckungen erwiesen sich als so mächtig, dass sie weit über die Grenzen von Mathematik und Physik hinausspritzten. Sie veränderten unseren Blick auf Biologie, Wirtschaft, Psychologie und das Interessanteste, sie erzeugten neue Hoffnungen auf die Existenz des freien Willens. Wenn Systeme bei völligem Determinismus unvorhersagbar sein können, könnte sich dort unsere Wahlfreiheit verbergen?
Lorenz' revolutionärer Artikel von 1963 wurde mit Grabesstille aufgenommen. Niemand beachtete die Entdeckung, die den Glauben an die Determiniertheit der Welt erschütterte. Jahre vergingen, bevor Lorenz Gleichgesinnte fand. Hauptsächlich waren das Physikdoktoranden. Der Legende nach studierten sie Chaos am Beispiel tropfender Wasserhähne und verbrachten viel Zeit unter psychoaktiven Substanzen. Führende Theoretiker ignorierten diese Entdeckung beharrlich. Teilweise lag das Problem am unglücklichen Namen. Chaostheorie klingt wie die Beschreibung irgendeiner nihilistischen Unordnung. Tatsächlich erforschte sie verborgene Strukturen in scheinbarem Chaos. Aber der Hauptgrund für den langsamen Start lag tiefer. Unlösbare, nichtlineare Wechselwirkungen zahlreicher Variablen zu studieren. Pure Qual. Wissenschaftler waren daran gewöhnt, die Anzahl der Variablen zu begrenzen, damit der Gegenstand analysierbar blieb. Das erzeugte den falschen Eindruck, dass die Welt linear und vorhersagbar sei, und nichtlineare Chaotik schien eine seltsame Anomalie zu sein, die man ignorieren konnte. So ging es weiter, bis klar wurde, Chaotik verbirgt sich hinter den interessantesten Dingen. Zelle, Gehirn, Mensch und Gesellschaft sind eher wie chaotische Systeme aufgebaut und nicht wie Uhren, die man in Teile zerlegen kann. In den 1980ern erlebte die Chaostheorie eine Zeit stürmischen Wachstums. Die erste Generation der Physiker-Psychonauten begann, Professorenstellen in Oxford zu bekleiden. Sie gründeten Unternehmen, die Chaostheorie anwendeten, um Profit an der Börse zu machen. Es entstanden Zeitschriften, Konferenzen, Lehrstühle und interdisziplinäre Institute. Wissenschaftliche Artikel über die Rolle des Chaos in Bildung, Unternehmensführung und Märkten wurde veröffentlicht. Chaos wurde in Kunst und Architektur studiert. Ein interessanter Gedanke wurde geäußert. Die Natur erscheint uns schöner als ein modernes Bürogebäude, weil sie genau den richtigen Anteil an Chaos enthält. Es erschienen sogar Artikel über die Verbindung der Chaostheorie mit der Theologie. Einer trug den wunderbaren Titel »Chaos als Bündnis von Himmel und Hölle«. Der Autor schrieb: Diejenigen von uns, die die moderne Kultur mit theologischem Denken verbinden wollen, können es sich nicht leisten, die Chaostheorie zu übersehen. Kurz gesagt, die Chaostheorie durchbrach das Massenbewusstsein. Natürlich begannen Denker zu behaupten, Unvorhersagbarkeit und Chaotik menschlichen Verhaltens, das ist der Raum, wo sich der freie Wille austobt. Die an ihn Glaubenden pochen auf die fehlende Vorhersagbarkeit. An unendlichen Lebensgabelungen wählen wir zwischen A und B, das hat manchmal ernste Folgen und niemand kann die Ergebnisse jeder solchen Wahl vorhersagen. Der Physiker Gerd Eilenberger schreibt: Mathematische Konstruktionen können die Realität nicht vollständig widerspiegeln, weil die mathematischen Fähigkeiten des Homo sapiens aufgrund ihrer biologischen Grundlage prinzipiell begrenzt sind. Infolge der Chaotik kann Laplaces Determinismus nicht absolut sein und die Frage nach der Existenz von Zufall und Freiheit ist wieder offen. Die Biophysikerin Kelly Clancy vertritt eine ähnliche Meinung. Da Chaos kontrollierbar ist, bietet es eine Balance zwischen Stabilität und Suche. Und da es unvorhersagbar ist, ist es ein ernsthafter Kandidat für das dynamische Substrat des freien Willens. Doyne Farmer, einer der ersten Apostel der Chaostheorie, fügt hinzu: Philosophisch war ich verblüfft, dass Chaotik ein wirksamer Weg ist, freien Willen mit Determinismus zu versöhnen. Das System ist determiniert, aber wir wissen nicht, wie es sich verhalten wird. Nun, klingt stimmig. Wo ist der Haken? Der Haken liegt in einem fundamentalen Fehler. Determinismus und Vorhersagbarkeit sind völlig verschiedene Dinge. Determinismus erlaubt zu erklären, warum etwas geschah. Vorhersagbarkeit erlaubt zu sagen, was als nächstes passiert. Das ist der Unterschied zwischen dem, was geschieht, und dem, was erkennbar ist. Hier ein einfaches Beispiel. Nehmen Sie ein großes Blatt Papier und kopieren Sie den Anfangszustand eines zellulären Automaten. Verbringen Sie ein Jahr damit, Regel 22 auf jede Zeile anzuwenden. Sie erhalten ein bestimmtes Bild. Wiederholen Sie das Experiment, das Ergebnis wird dasselbe sein. Beauftragen Sie einen dressierten Delfin, Sie erhalten dasselbe Ergebnis. Nun gut, mit der Einfachheit haben wir übertrieben, aber der Punkt ist, dass die 103. Zelle nicht anders ausfällt, wenn das System vollständig determiniert ist. Hier ein anderes Beispiel. Jahr 1922, wir nehmen 5 junge Leute. In 40 Jahren wird einer von ihnen anfangen zu stehlen und Menschen anzugreifen. Frage: Wer genau? Unmöglich vorherzusagen. Wenn es passiert, wird die Erklärung einfach sein. Er hat so entschieden, er ist ein schlechter Mensch. Jahr 2025, dieselbe Situation. 5 junge Leute. Aber jetzt können wir ihre DNA lesen.
Bei einem finden wir ein defektes MAPT-Gen. Es kodiert das für das Gehirn wichtige Tau-Protein. Jetzt wissen wir genau, er hat bis 60 ein höheres Risiko, aufgrund von Demenz aggressiv zu werden. Und wenn das passiert, erklären wir es schon anders. Sein Gen ist defekt. Er ist ein kranker Mensch. Aus dieser Sicht ist freier Wille Biologie, die wir noch nicht verstehen. Und wenn wir sie verstehen, hört sie auf, freier Wille zu sein. Chaos fasziniert dadurch, dass einfache Regeln etwas Komplexes und Unvorhersagbares schaffen können. Aber es gibt noch ein anderes Problem. Stellen Sie sich eine Situation aus dem Leben vor. Auf einer Straße stehen 3 Häuser nebeneinander. Im linken Haus geht der Besitzer nachlässig mit Elektrizität um und es bricht ein Feuer aus. Im rechten Haus ist der andere Besitzer ebenfalls nachlässig und dort bricht auch Feuer aus. 2 Brände breiten sich aufeinander zu aus und verbrennen das Haus in der Mitte. Der Besitzer des abgebrannten Hauses verklagt beide Nachbarn, aber wer ist schuld? Der linke Nachbar sagt: Nicht ich, selbst wenn mein Haus nicht gebrannt hätte, hätte das rechte Haus trotzdem das mittlere verbrannt. Der rechte Nachbar sagt dasselbe. Bis 1927 erkannten Gerichte diese Logik an, kein Nachbar trug Verantwortung, dann änderte sich alles. Das Gericht entschied, dass man die Schuld hälftig teilen kann. Stellen Sie sich eine Gruppe Soldaten vor, die sich zu einem Erschießungskommando aufgestellt haben, um ein Todesurteil zu vollstrecken. Unabhängig davon, wie energisch ein Soldat im Gehorsam gegenüber Gott und Vaterland den Abzug drückt, plagt ihn manchmal ein zwiespältiges Gefühl. Vielleicht das Gefühl der Schuld, einen Menschen getötet zu haben. Jahrhunderte dieser Praxis führten zu einer kognitiven Manipulation. Einem der Soldaten wurde eine Waffe mit Platzpatronen ausgehändigt. Wer sie bekam, wusste niemand, also dachte jeder, sie sei in seinen Händen. Folglich war er eigentlich kein Mörder. Als Apparate für tödliche Injektionen erfunden wurden, sah ihr Design in manchen Staaten 2 verschiedene Spritzen mit Gift vor. 2 Personen drücken ihre Knöpfe und ein automatischer Randomizer injiziert Gift aus einer Spritze in die Vene des Verurteilten und schüttet den Inhalt der anderen aus. Wie Spritzen und Knöpfe verbunden sind, wird nirgends festgehalten, so weiß jeder Exekutionsteilnehmer, dass der andere der Henker gewesen sein könnte. Nette Psychologietricks, die Verantwortung verwischen. So schafft die Chaostheorie einen ähnlichen psychologischen Trick. Wir können die Ursache komplexen Verhaltens nicht genau bestimmen. Bedeutet das, dass es überhaupt keine Ursache gibt? Natürlich nicht. Dass wir nicht herausfinden können, wessen Nachlässigkeit das Feuer verursachte, bedeutet nicht, dass das Feuer von selbst entstand. Dass wir nicht wissen, welcher Soldat schoss, bedeutet nicht, dass der Verurteilte an Altersschwäche starb, genauso beim menschlichen Verhalten. Dass wir nicht alle Ursachen bis zum Anfang verfolgen können, bedeutet nicht, dass es keine Ursachen gibt. So gehorcht auch Chaos strengen Regeln. Jeder Schritt folgt streng aus dem vorherigen. Das System ist vollständig determiniert. Wir können nur nicht vorhersagen, was als nächstes passiert, ohne den ganzen Weg Schritt für Schritt zu gehen. Ja, freier Wille klingt viel besser als wir verstehen das noch nicht. Aber die Wahrheit ist, dass Chaos determiniert ist. Es ist nur unvorhersagbar. Fast alle sind sich in einem einig. Freien Willen findet man nicht in einem einzelnen Neuron. Ein Neuron ist nur ein biologischer Baustein, der die Gesetze der Physik nicht verletzen kann. Aber was, wenn man viele Neuronen zusammenfügt? Der Philosoph Christian List sagt: Wir suchen freien Willen auf der falschen Ebene. Auf der physischen Ebene ist er unmöglich zu finden. Robert Kane fügt hinzu: Wir müssen nicht jedes Neuron manuell kontrollieren. Diese Wissenschaftler glauben, freier Wille ist ein emergentes Phänomen höherer Ordnung. Er entsteht, wenn sich einfache Teile zu einem komplexen Ganzen verbinden. Okay, nehmen wir das an, aber wie genau wird Einfaches komplex? Schauen wir uns eine Ameise an. Sie wandert ziellos auf einem Ast umher. 10 Ameisen beschäftigen sich mit demselben. 100 interagieren miteinander mit schwachen Andeutungen von Gesetzmäßigkeiten. Und jetzt betrachten wir 1000 Ameisen. Sie bilden eine Kolonie mit Arbeitsteilung. Sie bauen Brücken und Flöße aus ihren eigenen Körpern. Sie schaffen wasserdichte unterirdische Nester mit Korridoren. Sie richten spezialisierte Kammern ein. Eine zum Pilzanbau, eine andere für die Nachkommen. Diese Gemeinschaft kann sich als Antwort auf Umweltanforderungen verändern. Dabei kommt das System ohne jeden Plan und Planer aus, aber was führt zum spontanen Entstehen von Komplexität? Zunächst braucht es eine riesige Anzahl einfacher Elemente. Jedes Element muss eine begrenzte Anzahl von Aufgaben erfüllen. Zufällige Interaktionen müssen durch einfache Regeln reguliert werden. Zum Beispiel: Trage einen Stein, bis du einer anderen Ameise mit einem Stein begegnest, dann lasst einen fallen. Jeder handelt als autonomer Agent und kennt nur diese Regeln. Aus solchen Interaktionen entstehen neue Eigenschaften, die nur auf Systemebene existieren. Ein einzelnes Wassermolekül kann nicht nass sein. Nässe entsteht aus der Gesamtheit der Moleküle.
Diese Eigenschaften müssen stabil sein, wie ein Wasserfall seine Form behält, obwohl kein einziges Wassermolekül zweimal fällt. Hier ein Beispiel mit Bienen. 2 Kundschafterbienen suchen Nahrungsquellen. Jede findet ihre eigene. Die Bienen kehren zum Stock zurück und führen einen Tanz auf. Je besser die Quelle, desto länger der Tanz. Andere Bienen wandern ungeordnet durch den Stock. Stoßen sie auf eine tanzende Kundschafterin, fliegen sie los, um die Quelle zu überprüfen und kehren dann, selbst tanzend, zurück. Da die beste Quelle den längsten Tanz verursacht, ist die Wahrscheinlichkeit höher, auf hervorragende Nachrichten zu stoßen. Bald führen 2 Bienen den Tanz der hervorragenden Nachrichten auf, dann 4, 8, 16. Am Ende trifft die ganze Kolonie die optimale Entscheidung. Im Stock gibt es keine entscheidende Biene. Das ist das Wesen der Schwarmintelligenz. Ein weiteres Beispiel sind Schleimpilze. Das sind primitive Organismen. Irgendwie Schimmel, irgendwie Pilz, irgendwie Amöbe. Sie existieren, als wollten sie Biologen verwirren. Okay, Scherz beiseite. Tatsächlich sind das Millionen einzelliger Amöben, die zu einer gigantischen mehrkernigen Zelle verschmolzen sind. Sie breitet sich auf Oberflächen auf der Suche nach Nahrung aus. Setzen wir einen Tropfen Schleimpilz in einen Brunnen mit 2 Korridoren. Der erste führt zu einem Haferflockenkrümel, der zweite zu 2 Krümeln. Der Schleimpilz breitet sich in beide Korridore aus und findet beide Quellen. Aber nach ein paar Stunden verlässt er den Ort mit einem Krümel und sammelt sich ganz bei den Zweien. Wenn zu einer Quelle Korridore unterschiedlicher Länge führen, wählt der Schleimpilz den kurzen. Er kann sogar Labyrinthe mit vielen Sackgassen lösen. Der japanische Wissenschaftler Atsushi Tero führte ein erstaunliches Experiment durch. Er setzte einen Schleimpilz auf eine Oberfläche, die die Küstenlinie von Tokio nachbildete. Haferflocken symbolisierten Vorstadtstationen und der Schleimpilz befand sich an dem Punkt, der der Hauptstadt entsprach. Das Schema, das die Fäden des Schleimpilzes schufen, wiederholte das Schema der realen Eisenbahnen. Schleimpilz ohne ein einziges Neuron gegen ein Ingenieursteam. Spielstand 1:1. Dieselben Prinzipien wirken im sich entwickelnden Gehirn. Ein Neuron sendet eine Projektion aus, die sich in 2 Kundschaftertriebe verzweigt. Sie richten sich auf 2 andere Neuronen. Jedes Zielneuron zieht den Trieb an, indem es Attraktormoleküle ausscheidet. Eines scheidet mehr aus, das heißt, es ist gewissermaßen besser. Der Trieb erreicht es schneller, das veranlasst die inneren Strukturen, sich in dieselbe Richtung zu biegen und die Anziehung zu verstärken. Das wachsende Neuron bildet eine Verbindung mit dem besseren Ziel. Genau so entstehen verzweigte Strukturen. Es gibt keine separate Anweisung für jede Verzweigung. Um einen Baum mit 10.000 Ästen zu schaffen, braucht es 9.999 Verzweigungen. Gene können nicht jede Verzweigung kontrollieren, es gibt einfach nicht genug davon. Man braucht Anweisungen, die auf jeder Ebene gleich funktionieren. Für den Baum lautet die Anweisung so: Schritt 1, beginne mit einem Rohr mit bestimmtem Durchmesser. Schritt 2, verlängere es, bis es 4-mal länger als der Durchmesser wird. Schritt 3, teile dich und wiederhole. Das war's. Der perfekte Code für den komplexesten Baum passt in wenige Gene. Dieselben Gene arbeiten in Neuronen, Blutgefäßen und Bronchien. Aber Selbstorganisation ist nur ein Teil der Geschichte. In der Natur gibt es noch ein anderes Muster, das Ameisen, Neuronen und menschliche Gemeinschaften verbindet. 80% der Interaktionen geschehen mit 20% der Teilnehmer. 80% der Beschwerden von 20% der Kunden. 80% der Arbeit machen 20% der Angestellten. Bei Nahrungsmangel suchen Tiere Futter innerhalb von 20% der früheren Entfernung. Das optimiert den Energieaufwand. Delfine kommunizieren im Verhältnis 80:20 innerhalb der Familie und zwischen Familien. Das stabilisiert Gruppen, erlaubt aber Informationsaustausch. Hier noch ein Beispiel für ein unglaubliches Muster. Wissenschaftler lernten dreidimensionale Neuronkulturen zu züchten. Tausende Zellen schwimmen in Nährlösung, finden einander und verbinden sich. Nach einigen Monaten organisieren sich diese mikroskopischen Ansammlungen selbst zu Geheimstrukturen. Rindenneuronen bilden eine primitive Rinde mit Schichten und Andeutungen von Gehirn-Rückenmarkflüssigkeit. Mit der Zeit beginnen die Organoide synchronisierte Gehirnwellen zu produzieren. Eine zufällige Handvoll Neuronen organisiert sich spontan selbst zu einem Keim des menschlichen Gehirns. Was bedeutet das? Biologische Systeme erzeugen Komplexität und Optimierung, die den Errungenschaften von Ingenieuren und Mathematikern nicht nachstehen. Diese Systeme entstehen aus einfachen Interaktionen zwischen einfachen Teilen. Ohne zentrale Macht, ohne Planer. Sie haben Eigenschaften, die nur auf Systemebene existieren. Ihr Verhalten lässt sich vorhersagen, ohne die Details der Komponenten zu kennen. Unser Gehirn verwendet dieselben Tricks wie Schleimpilze und Ameisen und keine Magie.
All das gilt für unsere determinierte Welt, wie chaotisch sie auch sein mag, es sei denn, was, wenn die Welt selbst gar nicht determiniert ist? Sie haben sicher schon einmal Staubpartikel im Sonnenlicht betrachtet, zum Beispiel wenn Sie in einem dunklen Raum sitzen und Licht durch das Fenster bricht. Diese winzigen Teilchen in der Luft schweben nicht ruhig, sie zappeln und springen, als wären sie lebendig. Das ist ein Beispiel für Unbestimmtheit direkt vor Ihren Augen. Dieses Phänomen bemerkte bereits Robert Brown 1827. Später verstanden die Wissenschaftler, worum es ging. Die Partikel stoßen mit Luftmolekülen zusammen, die sich selbst in chaotischer Bewegung befinden. Diese Kollisionen geben den Staubpartikeln unregelmäßige Stöße und alles beginnt sich zufällig und unvorhersagbar zu bewegen. Das ist nicht die Unvorhersagbarkeit eines zellulären Automaten, wo jeder Schritt determiniert ist. Hier hängt der Zustand des Teilchens nicht vom vorherigen Moment ab. Laplace würde sich im Grab umdrehen. Die Brownsche Bewegung ist wichtig für die Biologie. Dank ihr bewegen sich die Moleküle in der Zelle ständig und stoßen miteinander zusammen. Bei der Teilung einer befruchteten Eizelle werden einige Moleküle zufällig verteilt und dahinter steht genau die Brownsche Bewegung. Im Ergebnis haben zwei neugeborene Zellen bereits unterschiedliche Fähigkeiten, Energie zu produzieren und Gene zu regulieren. Mit jeder Teilung verstärkt der Zufall die Unterschiede zwischen den Zellen, aus denen sie letztendlich bestehen. Bei den Partikeln hörten die Wissenschaftler nicht auf. Sie blickten noch tiefer in die subatomare Welt und erschraken vor dem, was sie sahen. Alles begann mit Thomas Youngs Experiment von 1801. Er richtete einen Lichtstrahl auf eine Barriere mit zwei Schlitzen, hinter der ein Schirm stand. Das Licht ging durch die Schlitze wie eine Welle. Ersetzt man die Lichtphotonen durch Elektronen, entsteht dasselbe Wandbild. Schickt man nur ein Elektron durch die Schlitze, ändert sich nichts. Dieselbe Welle, ein einziges Teilchen geht durch beide Schlitze gleichzeitig, das heißt, es befindet sich an zwei Orten zugleich. Aber die Sonderbarkeiten fangen erst an. Stellen wir einen Detektor an die Schlitze, um den Durchgang des Elektrons zu registrieren. Jetzt geht jedes Elektron nur durch einen Schlitz. Zufallsbedingt. Der Messprozess führt dazu, dass Elektronen aufhören, Welleneigenschaften zu zeigen. Die Wellenfunktion kollabiert und das Elektron beginnt sich wie ein klassisches Teilchen zu verhalten. Es entsteht der Eindruck, dass das Elektron die Beobachtung gewissermaßen spürt. Das hängt mit Heisenbergs Unschärfeprinzip zusammen. Solange sich das Elektron im Wellenzustand befindet, hat es keinen bestimmten Ort. Es existiert in einer Superposition möglicher Zustände. Nach der Messung lassen sich seine Koordinaten genau bestimmen, aber dabei werden Informationen über andere Eigenschaften, zum Beispiel den Impuls, weniger bestimmt. Jede Messung beeinflusst das System unvermeidlich. Die nächste Sonderbarkeit? Quantenverschränkung. Zwei Teilchen können verschränkt werden. Das bedeutet, dass ihre Quantenzustände miteinander verbunden sind. Wenn bei der Messung ein Elektron Spin oben hat, dann zeigt das mit ihm verbundene zwangsläufig Spin unten. Verschränkte Teilchen können sich in enormer Entfernung befinden. Der moderne Rekord liegt bei 1200 Kilometern, aber theoretisch gibt es keine Grenze für diese Entfernung. Und das Seltsamste ist Folgendes. Bei der Messung eines Teilchens wird der Zustand des anderen sofort bestimmt, schneller als Lichtgeschwindigkeit. Ein Elektron in einem fernen Nebel kann mit einem Teilchen einer Gurke verschränkt sein, die in der hintersten Ecke ihres Kühlschranks schrumpelt. Die subatomare Welt ist prinzipiell nicht deterministisch. Teilchen befinden sich an mehreren Orten gleichzeitig. Messungen verschränkter Teilchen korrelieren sofort über riesige Entfernungen. Teilchen dringen sogar durch feste Gegenstände. Wenn es im Universum Platz für so etwas gibt, können wir dann mit Sicherheit den freien Willen verneinen? Vielleicht versteckt er sich auch in dieser seltsamen Quantenwelt? Als in der Wissenschaft Nachrichten über die Quantenmechanik und ihre Sonderbarkeiten auftauchten, ließen sich Spezialisten vieler Disziplinen völlig gehen. Es entstanden Quantenpsychologie, Quantenspiritualität, Quantenaktivismus und sogar, vergib mir Gott, Quantenheilung von Krebs. Lächerlich? Ja, möglicherweise, aber unter den von solchen Theorien Begeisterten war auch der Nobelpreisträger John Eccles, einer der größten Neurobiologen. Er nahm an, dass der Geist Psychonen aussenden, die Dendronen im Gehirn durch Quantentunneling steuern.
Haeckel verwarf nicht nur den Materialismus, er führte die Kategorie der Seele ein, die angeblich das Gehirn von einigen Gesetzen der Physik befreite. Aber die Ideen der Quantenfreiheit des Willens stießen auf 3 ernste Hindernisse. Das erste, das Maßstabsproblem. Quanteneffekte existieren auf der Ebene von Elektronen. Können sie Moleküle, Neuronen und moralische Überzeugungen beeinflussen? Fast alle Spezialisten sagen nein. Quanteneffekte verwischen sich und löschen sich gegenseitig im warmen und feuchten Gehirn aus. Einige versuchen das Gegenteil zu beweisen. Es gibt eine Theorie, dass die Unbestimmtheit der Position eines Magnesiumatoms im Rezeptor bis zur Ebene ganzer Neuronen anwachsen könnte. Hameroff und Penrose konzentrierten sich auf Mikrotubuli in Neuronen und nahmen Quantenverschränkungen zwischen ihnen an. Aber hier sind die Zahlen. In einer Synapse gibt es etwa 200 Rezeptoren, ein Neuron hat 10.000 bis 50.000 Synapsen. Im Hippocampus sind 10 Millionen Neuronen, das sind 20 bis 100 Billionen Rezeptoren. Wie wahrscheinlich ist es, dass Quantenereignisse gleichzeitig in ausreichender Anzahl von Rezeptoren für einen realen Effekt auftreten? Synapsen können sich tatsächlich zufällig verhalten. Der Nobelpreisträger Bernhard Katz sagte, dass Neurotransmitter spontan freigesetzt werden können. Aber das ist keine Quantenmagie. Die spontane Freisetzung hat ihre mechanischen Ursachen. Sie wird durch äußere Faktoren reguliert und dient einem nützlichen Zweck. Die Synapse wärmt sich gewissermaßen nach Untätigkeit auf wie ein Automotor. Das zweite Problem ist noch wichtiger. Wenn Quantenunbestimmtheit unser Verhalten beeinflusste, wäre es einfach zufällig. Wie der Philosoph John Searle schreibt, die Hypothese, dass manche Handlungen frei ausgeführt werden, ist keineswegs gleich der Hypothese, dass sie zufällig ausgeführt werden. Sam Harris fügt hinzu, wenn die Quantenmechanik mit dem freien Willen verbunden ist, dann könnte jeder Gedanke mit dem Satz erklärt werden, ich weiß nicht, was über mich gekommen ist. Sie könnten nicht einmal sprechen, die Muskeln des Sprechapparats würden sich zufällig zusammenziehen. Befürworter der Quantenfreiheit des Willens versuchten das zu umgehen. Zum Beispiel schlugen sie die Idee der Filterung vor. Zufälligkeiten werden generiert, aber unser Ich stellt einen Filter auf, das heißt, sie wählen bewusst zwischen zufälligen Varianten. Aber in einem solchen Modell könnten die ersten Ideen zur Rettung eines ertrinkenden Kindes durchaus sein: erstens, einen Salto machen, zweitens hingehen und die Steuerschild prüfen, drittens wie ein Delfin piepsen. Das Hauptproblem: woher kommt der Filter selbst mit ihren Werten und Kriterien? Sie müssen buchstäblich auf die Quantenebene hinabsteigen und in den Prozess eingreifen. Erzählen Sie in den Kommentaren, wenn Sie es können, durch Gedankenkraft in die Arbeit Ihrer Elektronen einzugreifen. Aber bisher sind der Wissenschaft solche Fälle unbekannt. Die Revolutionen der Chaotik und Quantenunbestimmtheit beleuchteten die Grenzen des Reduktionismus. Das Interessanteste an Menschen lässt sich nicht einfach in Teile zerlegen und erklären, aber Antireduktionismus erzeugt trotzdem keinen freien Willen. Er bedeutet nicht, dass Bestandteile anders funktionieren, wenn es viele davon gibt, oder dass komplexe Dinge von selbst entstehen. Was ergibt sich also? Wir sind die Summe all dessen, was sich unserer Kontrolle entzieht. Biologie, Umwelt und ihrer Wechselwirkung. Wir können einfach nicht anders wollen, als wir wollen. Aber warum dann überhaupt aus dem Bett aufstehen, wenn wir Maschinen mit automatischen Entscheidungen sind? Wissenschaftler beschlossen, eine beunruhigende Hypothese zu testen. Was, wenn Menschen wirklich an die Abwesenheit des freien Willens glauben würden? Würden sie nicht anfangen, Unsinn zu treiben? Das Experiment war einfach. Die Forscher ließen Menschen einen Textabschnitt aus einem Buch von Francis Crick lesen, demselben, der die DNA-Struktur entdeckte. Im Alter interessierte sich Crick für das Gehirn und schrieb ziemlich hart: Sie sind nicht mehr als ein Haufen Neuronen. Die Kontrollgruppe las einen neutralen Text. Zunächst sahen die Ergebnisse entmutigend aus. Menschen, die in ihrem Glauben an den freien Willen ins Wanken gerieten, begannen häufiger zu betrügen, nahmen mehr Geld aus dem gemeinsamen Vorrat und halfen Fremden weniger. Sie rächten sich sogar schärfer, buchstäblich. Als sie die Menge scharfer Soße für einen Störenfried abmessen durften, verdoppelten sie die Portion. Aber dann kamen Nuancen zum Vorschein. Erstens war der Effekt winzig. Niemand verwandelte sich in einen Wahnsinnigen, höchstens wurde man ein kleines bisschen weniger anständig. Zweitens reicht es nicht aus, einen Textabschnitt von Crick zu lesen, um den Glauben an den freien Willen wirklich zu zerstören. Dieser Glaube bildet sich über Jahre, schon seit der Kindheit. Und vor allem, als andere Wissenschaftler versuchten, die Experimente zu wiederholen, gelang es vielen nicht. Eine Analyse von 145 Studien zeigte: Ja, Menschen glauben nach dem Lesen von Crick etwas weniger an den freien Willen, aber auf ihr Verhalten wirkt sich das kaum aus.
Dann kam den Forschern eine Erleuchtung. Wir haben ja ein lebendiges Beispiel vor Augen. Sie begannen, Atheisten zu studieren. Diese Menschen glauben nicht an einen Gott, der ihre Taten überwacht und sie für Sünden bestraft. Logischerweise sollten gerade sie sich schrecklich verhalten, ohne Folgen nach dem Leben zu fürchten. Aber weit gefehlt. Als Wissenschaftler reale Handlungen beobachteten, unterschieden sich Atheisten in nichts von Gläubigen. Sie spendeten genauso ehrlich Blut, gaben Trinkgeld und halfen anderen. Aber es gab eine Feinheit. Gläubige Menschen halfen hauptsächlich ihren eigenen, also Glaubensgenossen, Menschen aus ihrem Kreis. Atheisten erwiesen sich als gerechter gegenüber Fremden. Dann schauten die Wissenschaftler auf ganze Länder. Die skandinavischen Staaten sind die unreligiösesten der Welt. Und was? Dort gibt es die niedrigsten Kriminalitätsraten, die entwickeltste Sozialhilfe und die Menschen leben länger und glücklicher. Schließlich erschien eine Schlüsselstudie. Wissenschaftler fanden Menschen, die seit langem und tief nicht an den freien Willen glauben, und verglichen sie mit festen Befürwortern des freien Willens und sahen im moralischen Verhalten keinen Unterschied. Das Geheimnis lag in einer U-förmigen Kurve. Links überzeugte Skeptiker des freien Willens, rechts überzeugte Befürworter und in der Mitte schwankende. Genau diese Menschen aus der Mitte drehen in den Experimenten durch. Dasselbe gilt für die Religionen. Tiefgläubige und überzeugte Atheisten ähneln einander mehr als den Gleichgültigen in der Mitte. Als während des Holocaust Menschen ihr Leben riskierten, um Juden zu retten, waren unter ihnen viele sowohl inbrünstig religiöse als auch überzeugte Atheisten. Die Schlussfolgerung ist überraschend ermutigend. Der Himmel wird nicht einstürzen, wenn Menschen aufhören, an den freien Willen zu glauben. Wichtig ist nicht, was genau du über die Natur der Wahl denkst, sondern welchen Platz moralische Werte in deinem Leben einnehmen. Aber hier ist das Paradox. Wenn es keinen freien Willen gibt, wie kann sich überhaupt etwas ändern? Wie können Sie dieses Video anschauen und anfangen, anders zu denken? Ist nicht alles im Voraus festgelegt? Die Antwort fand sich in den Meerestiefen, in einem Wesen namens Aplysia. Diese halbmetergroße Schnecke wurde zum Star der Neurobiologie dank ihrer Einfachheit. Aplysia hat Kiemen, ein lebenswichtiges Organ. Berührt man die Gegend um die Kiemen, zieht sie diese sofort hinein. Das Schema ist einfach. Ein sensorisches Neuron spürt die Berührung, ein motorisches Neuron zieht die Kiemen ein. Aber hier ist das Bemerkenswerte. Aplysia lernt. Wenn man sie mit Strom am Schwanz schlägt, bleiben beim nächsten Mal bei Berührung der Kiemen diese doppelt so lange eingezogen. 4 Schläge, 3-mal so lange. Eine Serie intensiver Schläge, 10-mal so lange. Und dieser Effekt hält wochenlang an. Schade natürlich um diesen Gutmütigen. Eric Kandel, der für diese Entdeckung den Nobelpreis erhielt, zeigte den Mechanismus im Detail. Nach einem Schlag schüttet das Neuron mehr Neurotransmitter aus. Nach 4 Schlägen wird ein Gen aktiviert, das diesen Neurotransmitter vor Zerstörung schützt. Nach einer Serie von Schlägen schaltet sich ein ganzes Team von Genen ein und es wird eine zusätzliche Synapse gebaut. Das ist ein vollständig mechanisches System. Niemand schreibt Aplysia freien Willen zu, wenn sie entscheidet, die Kiemen länger zu verstecken. Dennoch passt sie sich an, lernt und verändert sich. Bei Säugetieren gibt es ähnliche Mechanismen. Bläst man einem Kaninchen ins Auge, schließt sich sein Lid. Ein einfacher Reflex. Aber fügt man einen Ton 1 Sekunde vor dem Luftstoß hinzu und wiederholt das viele Male, lernt das Kaninchen das Auge beim Ton allein zu schließen. Klassische Konditionierung nach Pavlov. Die neuronale Schaltung ähnelt der von Aplysia, nur komplexer. Es gibt ein Neuron, das nur feuert, wenn Ton und Luftstoß gleichzeitig kommen. Allmählich verstärkt es die Verbindung zwischen Ton und Blinzeln. Erstaunlicherweise arbeiten in diesen Neuronen dieselben Moleküle wie bei Aplysia. Das sind uralte Mechanismen, die eine halbe Milliarde Jahre Evolution überdauert haben. Und jetzt etwas Grausiges. Wissenschaftler nahmen ein Rattenbaby und trennten es manchmal von der Mutter. Als es erwachsen war, war sogar sein einfacher Blinzelreflex gestört. Das Kindheitstrauma hatte sein Gehirn epigenetisch verändert und die Neuronen lebenslang überempfindlich für Stress gemacht. Stellen Sie sich nun einen komplexeren Fall vor. Schlägt man eine Ratte mit Strom, aktiviert sich die Amygdala. Das ist eine uralte Struktur, zuständig für Angst. Fügt man einen Ton vor dem Schlag hinzu, wird der Ton allein Entsetzen auslösen. Und jetzt ersetzen wir die Ratte durch einen Amerikaner und den Ton durch Trumps Worte: Mexiko schickt uns nicht seine besten Leute. Sie bringen Drogen, Kriminalität, sie sind Vergewaltiger. Bedingter Reiz: Mexikaner. Unbedingter: Vergewaltiger. Wie schnell bildet sich die automatische Assoziation? Das hängt von vielen Faktoren ab. Ist der Proband müde, hungrig, betrunken, verängstigt? Wie steht es um seine Hormone, Kindheitstraumata und Gene? Aber der Mechanismus ist derselbe. All dieselben uralten Moleküle bilden neue neuronale Verbindungen. Nur geht es jetzt um Vorurteile und Politik. Genauso funktionieren visuelle Reize.
Stellen Sie sich vor, Sie fahren Auto und sehen einen Aufkleber „Tu Gutes" am Stoßfänger vor Ihnen. Plötzlich will jemand vor Ihnen einscheren. Sie denken: Was zum Teufel, schon eine Stunde im Stau verloren. Aber der aufgeblitzte Aufkleber ist noch in Ihrem Kurzzeitgedächtnis aktiv. Plötzlich bremsen Sie und lassen das Auto vor. Was geschah? 2 neuronale Schaltkreise zogen in verschiedene Richtungen. Macht das gegen „Was zum Teufel". Der Aufkleber verschob die Balance leicht in Richtung Altruismus. Diese Schaltkreise bestehen aus neuronalen Netzwerken. Äußere Ereignisse verändern die Stärke der Verbindung zwischen Neuronen. Noch ein Diktator kommt an die Macht, das Netzwerk schwächt sich. Sie helfen einem Fremden, das Netzwerk stärkt sich. Veränderungen geschehen durch dieselben molekularen Mechanismen wie bei Aplysia. Wir entscheiden uns nicht zu ändern. Die Umstände ändern uns, aber wir können trotzdem besser werden, auch nur durch den Anblick von etwas Hoffnungsvollem. Es gibt Menschen, die unglaubliches Glück haben. Bruce Stephan überlebte den Einsturz der Brücke in San Francisco und den Terroranschlag vom 11. September. Tsutomu Yamaguchi überlebte die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki und lebte dann noch 65 Jahre. Und es gibt die Unglücklichen. Pete Best verließ die Beatles wenige Wochen vor ihrem ersten Hit. Ron Wayne verließ Apple wenige Wochen nach der Gründung. Die moderne Wissenschaft ist sicher. Auf die Frage „Warum so?" gibt es nur eine Antwort. Es geschah wegen dem, was früher geschah. Wir leben in einem leeren, gleichgültigen Universum, wo Atome sich zufällig zu etwas verbinden, was wir Ich nennen. Viele Philosophen halten das nicht aus. Sie verkünden den Glauben an die materielle Welt, finden aber in ihr Platz für freien Willen. Wie die Frau des anglikanischen Bischofs 1860 sagte: Menschen stammen von Affen ab. Hoffen wir, dass es nicht so ist, aber wenn es wahr ist, beten wir, dass es niemand erfährt. Vielleicht hatte sie recht. Vielleicht ist die Wahrheit wirklich gefährlich. Wenn ein Patient mit 90% Verbrennungen fragt, ob seine Angehörigen leben, zögern Ärzte, soll man die schreckliche Wahrheit sagen. Vielleicht ist das Einzige, was der Menschheit zu überleben half, die Fähigkeit zur Selbsttäuschung. Aber wenn wir den Glauben an freien Willen aufgeben, was genau verlieren wir? Kritiker warnen: Menschen werden durchdrehen. Ohne Verantwortung bricht die Moral zusammen. Aber Studien bestätigen das nicht. Gebildete Menschen, die von der Abwesenheit des freien Willens erfahren, beginnen nicht Schreckliches zu tun. Aber es gibt ein anderes Problem. Wenn es keinen freien Willen gibt, verdienen sie kein Lob für ihre Errungenschaften. Das schmerzt noch mehr als der Gedanke, dass ein Verbrecher keine Strafe verdient. Aber das Hauptproblem ist existenzielle Leere. Wenn wir keinen Einfluss auf Sinn und Zweck haben können, wozu leben? Sapolsky erzählt in seinem Buch, wie er eine Aktivistin traf, die für die Rechte von Menschen mit Adipositas kämpft. Die Schlüsselentdeckung ihres Lebens war das Hormon Leptin. Genau das bewies, dass Adipositas eine biologische Krankheit ist und nicht mangelnde Selbstdisziplin. Ein schwaches Leptinsignal der Sättigung führt zu kindlicher Adipositas. Das ist eine genetische Mutation. Auf das Körpergewicht wirken auch Hunderte von Genen. Die Umwelt spielt ebenfalls eine Rolle. Was die schwangere Mutter aß, ob sie rauchte, welche Bakterien sie übertrug. Verschiedene Genvarianten interagieren unterschiedlich mit unterschiedlicher Umwelt. Diese Gene kontrollieren alles, von der Gier des Neugeborenen bis zum Diabetesrisiko. Manche bestimmen biologische Daten. Andere beeinflussen Willenskraft, Selbstdisziplin und die Fähigkeit, Versuchungen zu widerstehen. Beide Teile dieselbe Biologie. Aber Vorurteile gegen Menschen mit Übergewicht in der Gesellschaft verstärken sich nur. Sogar dicke Menschen selbst assoziieren oft Adipositas mit Faulheit. Menschen werden für Biologie beschuldigt, die sie nicht kontrollieren, und solche Beispiele gibt es viele. Menschen mit bipolarer Störung erzählen: Ich machte mir Vorwürfe, ohne zu verstehen, warum ich mich nicht zusammenreißen konnte. Menschen mit Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom entscheiden oft, dass sie einfach faul sind. Autisten nennen sich böse und seltsam. Aus biologischer Sicht ist es dasselbe wie für seine Körpergröße verantwortlich zu sein, aber auch das kommt vor. Eltern schreien, dass ich klein bin, weil ich mich zu wenig bewege. Sherman James beschrieb ein Konzept wie John Henryismus, den Glauben, dass man jede Schwierigkeit bewältigen kann, wenn man genug Anstrengung aufwendet. Angeblich ist es nicht ihre Schuld, wenn sie in Armut geboren werden, aber ihre, wenn sie in ihr sterben. Aber die harte Wahrheit ist, dass von Ereignissen vor einer Sekunde und vor 1 Million Jahren vieles davon abhängt, wo sie ihr Leben verbringen werden. Die Neurobiologie hat nur eine moralische Schlussfolgerung. Sie haben nicht mehr Recht auf Glück als jeder andere. Niemand verdient Wohlstand weniger als sie.
Wir müssen anerkennen, dass es absurd und genauso sinnlos ist, jemanden für irgendetwas zu hassen, wie den Himmel für schlechtes Wetter zu hassen, die Erde für Erdbeben, einen Virus dafür, dass er so gut in Lungenzellen eindringen kann. Auch dorthin hat uns die Wissenschaft geführt. Unsere fernen Nachkommen werden sich wundern, wie wenig wir wussten. Geschichtsstudenten werden sich bei Abschlussprüfungen qualvoll daran erinnern, in welchem Jahrhundert die Menschen begannen, die Geheimnisse der Epigenetik zu durchdringen. Im 19., 20. oder doch im 21.? Sie werden uns für genau so unwissend halten, wie wir Bauern halten, die dachten, epileptische Anfälle seien Teufelswerk. Das ist praktisch unvermeidlich, aber es gibt keine Notwendigkeit, sich so zu verhalten, dass sie uns auch für herzlos halten.